Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Eberle-Stock der X31 Loadrack 2. Wir haben heute für euch mal den X31 Loadrack 2 mitgebracht und auch gleichzeitig noch den X41 Highspeed, ist auch ein Loadrack 2. Im Endeffekt sind die Rucksäcke identisch, bis auf das Waffenfach. So habt ihr nämlich die Möglichkeit einmal zu entscheiden, brauche ich das Waffenfach wirklich oder reicht mir der X41 Highspeed? Und natürlich auch einmal, um euch zu zeigen, wie schön man den Pack zusammenkomprimieren kann, ohne jetzt hier groß was auseinanderbauen zu müssen. Erstmal die Specs, die Grunddaten des Packs. Wir haben hier ungefähr 57 cm in der Höhe, 28 cm in der Breite und in der Tiefe sind es 22 cm beziehungsweise auch 27 bis 28 cm, je nachdem, wie viel ihr hineinpackt und wie viel im vorderen Fach untergebracht ist. Das Hauptfach bietet ungefähr 20 bis 22 cm Tiefe. Das Material, was hier verwendet wird, ist 420D Cordura und wir haben hier ein Leergewicht beim X41 von 2,6 Kilo, während der Loadrack ein bisschen schwerer ist aufgrund des Waffenfachs. Hier haben wir satte runde 3 Kilo. Vom Volumen ist hier auch ein bisschen was dazugekommen. Neben den 30 Litern Hauptfach habt ihr hier nochmal ein 10 Liter Waffenfach, doch dazu gleich mehr. Vom Aufbau her ist die Besonderheit bei diesen beiden Rucksäcken, kann man schön von der Seite sehen, die Anatomie des Rucksacks. Die ist dem Rücken angepasst. Das heißt, wir haben hier eine leichte Verlagerung im oberen Bereich, auch ein Topfach im oberen Bereich, was leicht angeschrägt ist. Und dadurch lässt sich der Rucksack extrem gut tragen. Beim Tragegestell habt ihr hier einmal Eberle-Stock typisch dickes Mesh mit einem Luftkanal in der Mitte und hier auch einen Verstellbereich, um die Höhe einstellen zu können. Der Pack kommt mit einem Beckengurt, den schauen wir uns dann gleich hier nochmal an. Der ist hier gerade abgebaut, damit ihr auch mal sehen könnt, wie der ohne kommt. Also lässt sich auch ohne hervorragend tragen. Und bei den Schulterpolstern auch Eberle-Stock typisch anatomisch geformt, auch mit Mesh gepolstert. Hier nochmal das Eberle-Stock-Logo, gleichzeitig auch die Durchführung für den Schlauchdurchlass, D-Ringe, Brustgurt, eine Schnellverstellung und auch einen Fastex-Verschluss, um das Ganze dann eben auch für einen Notabwurf schnell abwerfen zu können. Beim Tragesystem, was hinter dem Polster steckt, da ist im Endeffekt hier ein Polymersheet drin. Das habe ich ja auch mal für euch mitgebracht. Das sieht so aus. Das kommt mit dem Pack. Könnt ihr aber auch alternativ umkonfigurieren, wenn ihr sagt, okay, das ist mir jetzt zu wenig Stabilität, wobei das hier schon relativ steif ist. Also im Vergleich zu einem normalen PE-Sheet hat das hier schon eine Vorformung, ist tatsächlich eher so carbonlastig. Aber es gibt hier auch nochmal das Intex-Frame für den Rucksack. Das heißt, für alle, denen das nicht reicht, die können hier auch auf das andere Frame wechseln. Die passen übrigens auch in andere Rucksäcke, also von daher seid ihr bei Eberle-Stock kreuzmodular bei vielen Teilen. Von der Ausstattung her seht ihr hier schon, auf der Außenseite habt ihr große Wasserflaschentaschen. Das heißt, hier habt ihr einmal oben mit Paracord ein Zugband, um das Ganze festzuzurren. Hier passt auf jeden Fall eine Nalgene 1 Liter rein oder eben auch eine Kantine. Natürlich ist es ganz wichtig bei so einem Rucksack, dass man auch seitliche Kompressionsriemen hat. Habt ihr hier zwei zur Verfügung. Den einen habe ich hier hinter der Flasche, der andere sitzt weiter oben. Und das sieht man dann auch gleich hier, wenn wir uns den anderen angucken, wie schön man den zusammenziehen kann. Dann sind wir eigentlich mit dem hier schon durch, weil wir wollen ja eigentlich euch den X31 vorstellen. Aber dass ihr hier schon mal einen Überblick über die Außeneigenschaften habt. Ja, hier könnt ihr sehen, hier ist jetzt das Waffenfach mit verbaut. Wir haben im oberen Bereich zwei Fastex-Verschlüsse, um an die Waffe zu kommen. Das ist jetzt natürlich gerade für den jagdlichen Einsatz interessant, weil ich im Endeffekt über Kopf mir die Waffe nach vorne ziehen kann. Ich kann natürlich auch den Rucksack absetzen oder einfach für den Transport. Für den Transport im sportlichen Bereich ist der Rucksack nicht geeignet, weil ich habe hier keine Möglichkeit, die Waffe nochmal sicher zu verstauen bzw. abzuschließen. Das sollte euch bewusst sein. Wenn ich das System hier, so wie ich es jetzt habe, nutze, habe ich hier eine circa Gesamtlänge von 88 cm. Das heißt, der Rest von der Waffe steht oben raus. Natürlich könnte man jetzt auch den Schuh hier unten nochmal einklappen, um so auch kürzere Waffen noch ein Stück herausstehen zu lassen, damit ich auch rankomme. Oder aber man kann hier auch optional noch den typischen Eberle-Stock
das Eberle-Stock-Cover oben drauf bauen, dann kann ich hier tatsächlich auch Waffen bis zu einer Länge von 1,40 Meter transportieren. Abseits der Waffen ist so ein Fach natürlich auch extrem praktisch im Bushcraft-Bereich oder im Hiking-Bereich, wenn ihr sagt: „Okay, ich will jetzt noch mal irgendwie eine Möglichkeit haben, Zeltgestänge oder Zelt oder generell irgendwelche langen, sperrigen Gegenstände unterzubringen." Dafür passt es hier auch mit dem Waffenfach wunderbar. Von der Breite her kriegt ihr hier problemlos eine Waffe mit Optik unter. Das heißt, da ist auf jeden Fall Platz, um das unterzubringen. Und jetzt können wir euch das Ganze auch mal zeigen, wie schön der Rucksack sich zusammenkomprimieren lässt. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und sagt: „Okay, ich bin jetzt, was weiß ich, auf der Jagd und will nur mein Gewehr transportieren, habe sonst nicht viel dabei", lässt sich der Rest komplett schön heranziehen und dadurch hat man natürlich dann Platz gespart. Dann machen wir einmal hier die Kompressionsriemen auf, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn der in die Breite geht. Beim Waffenfach muss man natürlich noch mal sagen, hier hat man die Platte im Waffenfach. Das bedeutet, wenn ihr Ladung hier hineinpackt und das Waffenfach nicht nutzt, solltet ihr gucken, dass ihr wirklich alles rankomprimiert, weil sonst natürlich das Ganze hier hinten wie ein Sack nach unten sackt und die Platte die Last nicht ordentlich übernehmen kann. Das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren. Wenn ihr das Waffenfach nicht nutzen wollt, könnt ihr den Schuh unten nehmen. Der wird dann einfach hier in einen Slot reingeschoben. Und dann habt ihr hier nochmal einen Fastex-Verschluss, um das Ganze dann gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern. Und damit ist der Schuh verstaut. Und jetzt hätte ich natürlich auch nur die Länge des Packs, also die 57 cm Länge, um zum Beispiel eine kürzere Langwaffe unterbringen zu können. So, dann arbeiten wir uns mal von außen nach innen durch. Schön ist, dass bei der High-Speed Low-Drag-Serie kein normales Molle-Gurtband verwendet worden ist, sondern hier so eine Art Daisy-Chain in 10 mm. Das spart natürlich nochmal Gewicht. Und da habe ich hier die Möglichkeit, nochmal Gegenstände unterzubringen, wie zum Beispiel Molletaschen oder eben auch ein Karabiner oder sonst irgendwas. Auf der Front habt ihr 2 umlaufende Zipper, um an das Frontfach zu kommen. Das ist nicht weiter unterteilt, bietet euch ein bisschen Platz, hat aber nochmal hier im oberen Bereich zur Organisation nochmal ein bisschen Daisy Chain, um zum Beispiel auch nochmal eine Admin-Tasche einzubauen. Dahinter komme ich eigentlich schon ins Hauptfach. Das ist nämlich so gebaut, dass man im Endeffekt von vorne und von oben ins Hauptfach gelangen kann. Hier hätte man jetzt, wenn man das so nutzt, nur diesen vorderen Bereich. Man kann aber auch durchladen. Das heißt, ich habe hier eine Unterteilung, die auftrennbar ist. Das zeige ich euch gleich. Und hier unten hätte man jetzt sonst nur ein bisschen Stauraum für vielleicht eine Jacke oder so. Und was man hier noch vorne dran bekommt. Wenn ich jetzt durchladen will, kann ich hier den Klett öffnen, der den Einschub hier abtrennt. Und dann kann ich hier auch dann durchgreifen und so ins Hauptfach gelangen. Im Hauptfach habt ihr einmal ganz hinten im Rücken ein Trinkblasenfach in Form einer elastischen Tasche. Das heißt, hier habt ihr im oberen Bereich einen Haken zum Sichern, rechts und links einen Durchlass für einen Schlauch und natürlich auch nochmal eine Trinkblase hier unterzubringen. Die ist nicht mit dabei. Hier passt eine 3 Liter gerade so rein. Ich würde eher eine 2,5 Liter nehmen, damit das vernünftig passt. Davor, direkt an dem Fach befestigt, sind 2 Einschübe. Die sind relativ steif, also auch mit einer PE-Einlage, würde ich sagen. Und da kann man auf jeden Fall einen Laptop oder ein Tablet unterbringen. Von der Größe her 15 Zoll. Die passen da hintereinander beide rein und gehen dann ungefähr bis hierhin. Das ist tatsächlich auch ganz cool, dass man hier kein Laptopfach gewählt hat, was bis zum Boden geht. Das habe ich nämlich oft bei anderen Rucksäcken schon gesehen. Das Fach geht bis zum Boden und wenn ich den Rucksack dann abstelle, dotze ich mir den Laptop unten auf, wenn ich unten kein Polster habe und das ist natürlich suboptimal. Wir hätten uns jetzt noch gewünscht, dass man dieses Laptop-Insert-Fach ausbauen kann. Das ist leider fest verbaut. Im Zweifelsfall, wenn euch das wirklich stört,
könnt ihr natürlich hier, das ist nur mit ein bisschen Cordura eingenäht, kann man hier natürlich sich entweder vom Schneider was mit Klett basteln lassen oder man trennt es komplett heraus und man sagt, okay, ich bin jetzt auf der Jagd, ich brauche jetzt nicht unbedingt immer meinen Laptop dabei, baue ich das raus, spare ich mir ein paar Gramm Gewicht und habe hier den Rucksack vollumfänglich in der Nutzung. Oben habt ihr noch ein kleines Organisationsfach, ebenfalls auf dem Außenbereich nochmal mit der Daisy Chain abgenäht. Und hier im Inneren ist nochmal eine kleine Meshtasche, um da eben zum Beispiel eine Sonnenbrille oder sonst was unterzubringen. Gucken wir uns nochmal den Beckengurt an. Den haben wir nämlich jetzt hier auch verbaut. Der ist tatsächlich bei Eberle-Stock sehr cool gelöst, weil eben sehr, sehr breit, aber nicht sehr dick. Man hat hier zwar ordentliches Polster von ungefähr 2 cm, aber er wirkt generell relativ schlank, hat ja auch nochmal Lüftungskanäle hier mit eingebaut und dadurch trägt er sich extrem gut. Hier nochmal klassisches Molle, um eben auch nochmal Taschen anbringen zu können und 2 große Backel, beziehungsweise eine große Backel, die das Ganze vorne verschließen lässt. Leider auch nur ein Pull-Backward-System. Da würden wir uns auch wünschen für die Zukunft, dass man vielleicht was baut, damit das Ganze nach vorne gezogen werden kann. Unser Fazit zum X31 Loadrack 2 von Eberle-Stock. Der Pack ist nicht gerade der leichteste, also für Grammjäger solltet ihr auf jeden Fall nach was anderem Ausschau halten. Dafür ist er sehr interessant für Jäger oder auch eben für den Buschkraftbereich, wenn ihr längere Gegenstände oder eure Langwaffe durchs Revier tragen müsst. Ideal gelöst anhand des Konzepts, anhand der Bauweise und eben der Möglichkeit, eben auch alles ganz komplett ran zu komprimieren, wenn ich den Rucksack leer transportieren möchte. Ansonsten, wenn ihr sagt, ein Waffenfach ist überhaupt nichts für euch, dann ist auf jeden Fall der X41 nochmal eine Variante, denn der kommt ohne Waffenfach, da spart ihr euch nochmal 400 Gramm Gewicht und habt nochmal eine Alternative und dasselbe Konzept mit dem Aufbau, mit dem schräg angeschrägten Topteil. Ihr bekommt den Eberle-Stock X31 Loadrack 2 bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Der perfekte Jagdrucksack? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.